Guten Morgen, ich bin hier in Remagen am Rhein. Remagen, das liegt südlich von Bonn. Ich bin hier wegen dem bekanntesten deutschen Autorennfahrer vor 1945, Rudolf Caracciola. Caracciola wurde hier in Remagen geboren und ist hier aufgewachsen. Es gibt nicht viel hier, was an diesen Michael Schumacher der Vorkriegszeit erinnert, aber das hier gibt es, ein Denkmal, das Rudolf Caracciola-Denkmal in Remagen an der Rheinpromenade. Das Denkmal zeigt den erfolgreichsten europäischen Autorennfahrer der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg mit einem Mercedes, mit einem Silberpfeil. Rudolf Caracciola wurde am 30. Januar 1901 hier in Remagen geboren. Seine Eltern sind begeisterte Motorsportler und mit 15 Jahren darf er bereits seinen Führerschein machen. Autofahren gelernt hat er übrigens hier auf der Rheinpromenade in Remagen. Caracciolas Name ist mit dem Mercedes Silberpfeilen eng verbunden. Er hat viele Erfolge gehabt. 1930 und 1931 wurde er Europa-Bergmeister. Mit den Silberpfeilen gewann er von 1934 bis 1939 insgesamt 16 Grand Prix-Rennen und wird 1935, 37 und 38 Europameister, was dem heutigen Formel-1-Weltmeistertitel entspricht. Und dazu kommen noch weitere Rekorde. Besonders gilt da seine Rekordfahrt 1938 auf der Autobahn Frankfurt nach Darmstadt. Da erreichte er 432,7 Stundenkilometer. Das ist bis heute die höchste je auf einer öffentlichen Verkehrsstraße erzielte Geschwindigkeit. Aber wie kam der Mann mit dem italienisch klingenden Namen nach Remagen am Rhein? Die Familie Caracciola ist bereits, so glaube ich, um 1700 von Italien nach Deutschland eingewandert. Sie ist nach Andernach am Rhein gezogen. Und hier ist besonders interessant der Großvater von Rudolf Caracciola, nämlich Otto Caracciola. Der lebte von 1815 bis 1886 und war derjenige aus der Familie, der von Andernach nach Remagen zog. Und dieser Otto Caracciola, der ist in Remagen auch sozusagen eine Legende. Hier steht, 1844 kam Otto Caracciola, der Großvater des Rennfahrers Rudolf Caracciola, aus Andernach nach Remagen und eröffnete dort einen neuen Weinhandel. Remagen war infolge des enormen Aufschwungs des Reiseverkehrs und wegen seiner herrlichen Lage am Ufer des Rheins und der prachtvollen Apollinariskirche ein beliebtes Reiseziel geworden. Otto Caracciola profitierte dabei von der Übernahme der Agentur der damals sehr blühenden Kölner Dampfschifffahrtsgesellschaft. Das ist die heutige Schifffahrtslinie Köln-Düsseldorfer. Die Agentur behielt er bis 1875 bei. Er baute 1845 am Rhein ein Hotel, das nannte er Hotel Fürstenberg. Das war ein wirkliches Nobelhotel. Als 1870 der Eigentümer des benachbarten Hotels König Preußen verstarb, übernahm Caracciola dieses Hotel und integrierte es in den Hotelkomplex Fürstenberg. Ja, und dann stieg er wohl zum größten Hotelier hier in Remagen auf und war einer der einflussreichsten beim Ausbau der Rheinstädte für den Tourismus. Er baute dann den 1000 Quadratmeter großen Apollinaris-Keller als Lager für 3 Millionen Liter Wein aus, die er in alle Welt verschickte. Otto Caracciola war der erste Präsident und der Stifter des Internationalen Vereins der Gasthofbesitzer. Ja, das bekannte Hotel Fürstenberg in Remagen, das wurde dann, ich glaube, in den 60er oder 70er Jahren des letzten Jahrhunderts abgerissen und stattdessen ein Neubau hingestellt. Das ist dieses Gebäude hinten, das etwas höhere. Aber das Hotel König von Preußen, das existiert noch und das ist das hier vorne rechts. Da ist heute eine italienische Pizzeria drin. Ja, und vom Firmengründer hat dann Otto Caracciola die Firma übernommen und von ihm übernahm sein Sohn Otto Caracciola die Firma und das war der Bruder vom Rennfahrer Rudolf Caracciola. 1925 dann ist die ganze Firma pleite gegangen. Was hier in Remagen auch noch existiert, das ist dieser Apollinaris-Keller, den Otto Caracciola hier hat bauen lassen für seine Weinhandlung. In der letzten Ausbaustufe von 1886 fasste der 1000 Quadratmeter große Apollinaris-Keller bis zu 3 Millionen Liter Wein aus aller Welt. Er ist damit ein wichtiges Baudenkmal aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, das 1968 bis 1972 als Kellerlokal nochmals zu kurzem Ruhm gelangte und heute auf eine neue Nutzung wartet. Ja, und das ist er jetzt.
der Apollinaris-Keller, der Zugang zumindest. Und gleich dahinter, da steht das Wohnhaus der Caracciolas. Und da ist dann auch Rudolf Caracciola geboren worden und aufgewachsen. Und gleich daneben, da steht das Rudolf Caracciola-Denkmal. Und gleich daneben steht diese Tafel, hier steht: Im Übergang zur Rheinpromenade steht ein vom Verschönerungsverein Remagen e.V. gestiftetes Denkmal für den in Remagen geborenen Rennfahrer Rudolf Caracciola, das zu seinem 100. Geburtstag enthüllt wurde. Seine legendären Siege mit dem Silberpfeil sind eng verbunden mit der Grünen Hölle, dem Nürburgring in der nahen Eifel. Dass dieses Denkmal hier steht, verdanken wir natürlich nicht nur dem Verschönerungsverein, sondern auch Daimler-Benz. Das zeigt den Caracciola, der hatte übrigens den Spitznamen Karatsch, zusammen mit einem Mercedes-Benz W125. Das ist das Auto, mit dem er eigentlich bekannt geworden ist. Das ganze Denkmal ist aus Basalt gehauen. Und der Mercedes-Stern, den wir jetzt sehen, der ist auch aus Basalt. Der hat am Anfang allerdings, war das ein verchromter Mercedes-Stern, der ist gestohlen worden. Dann hat man einen Ersatz hier hingemacht, das ist wieder gestohlen worden. Und letztendlich hat man dann den neuen Stein aus Basalt dazugefügt. Caracciola, der gehört zu dieser Riege der ganz bekannten deutschen Rennfahrer der 30er Jahre, Lang, von Brauchitsch, Stuck und Rosemeyer. Und noch eine weitere Ähnlichkeit hatte er mit Michael Schumacher, denn er war ein Artist im Regen. Er war so vielseitig wie kaum ein Konkurrent. Am Anfang ist er ja Motorradrennen gefahren, dann ist er Bergrennen gefahren und dann eben die ganz schnellen Autos. Dazu hat er 1931 die Mille Miglia gewonnen und er hat an der Rallye Monte Carlo teilgenommen, sogar relativ erfolgreich. Er hatte Kultstatus. Caracciola hatte übrigens auch das erste Autorennen, das auf dem Nürburgring gefahren wurde, gewonnen. Auf der heutigen Nordschleife im Nürburgring, da gibt es das sogenannte Karussell. Das ist Caracciola als erster so gefahren, dass er den Straßengraben auf der Innenseite zur Hilfe genommen hat, womit er schneller fahren konnte. Der Graben, der existierte eigentlich nur zum Ableiten von Regenwasser. Aber man hat dann das Karussell mit Betonplatten als Steilkurve ausgebaut. Und das ist ja ein sehr schneller Teil der Strecke. Diese Kurve wurde 2001 in Caracciola-Karussell umbenannt. Caracciola hat in seiner Karriere sehr viele Rennen gefahren und auch sehr viele Rennen gewonnen. Die meisten davon mit Mercedes-Benz. Und da spielen die Silberpfeile eine nicht unwesentliche Rolle. Aber damals waren Autorennen halt eine ganz harte Sache, was für richtige Kerle. Und dann hatte man öfter mal Unfälle. Caracciola selber hat 3 schwere Unfälle gehabt, 1933, 46 und 52. Nach einem Unfall mit gebrochenem Bein musste ihm dann sogar das Bein verkürzt werden, deswegen ist er immer so ein bisschen gehumpelt. 1952 dann sein ganz schwerer Unfall und danach ist er sozusagen in den Ruhestand gegangen. Es gab eine Menge schwerer Schicksalsschläge in seinem Leben, so zum Beispiel ist seine Frau gestorben, als sie von einer Lawine in den Bergen verschüttet worden ist. Caracciola selber ist am 28. September 1959 gestorben, das war in Kassel. Er hat allerdings schon lange in der Schweiz gelebt, in den Bergen, und dort ist er auch begraben. Er ist übrigens, nachdem er Remagen verlassen hatte, angeblich nie wieder hierher zurückgekehrt. So, das war es aus Remagen mit Geschichten aus der Geschichte, diesmal von Rudolf Caracciola, dem wohl bekanntesten deutschen Rennfahrer der Vorkriegszeit. Keep Racing, in diesem Sinn, tschüss.